Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast KI im Alltag. Heute sprechen wir über die spannenden Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz in unserem täglichen Leben. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schön, dass ihr dabei seid bei KI im Alltag. Wir tauchen ein in die Welt der KI und schauen, wie sie unser Leben verändert. Abonniert unseren Podcast und aktiviert die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Künstliche Intelligenz, oft einfach KI genannt, ist ein spannendes Thema. Viele Menschen haben darüber gehört, aber wissen nicht genau, was es bedeutet. Lass uns darüber sprechen, was KI eigentlich ist und wie sie funktioniert. Genau, KI ist im Grunde genommen, wenn Computer oder Maschinen Aufgaben übernehmen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Dazu gehört das Erkennen von Sprache, das Treffen von Entscheidungen oder das Lösen von Problemen. Das klingt interessant. Gibt es bestimmte Bereiche, in denen KI besonders oft eingesetzt wird? Ich habe gehört, dass sie zum Beispiel in der Medizin oder in der Automobilindustrie verwendet wird. Ja, das stimmt. In der Medizin hilft KI bei der Diagnose von Krankheiten, indem sie Bilder analysiert oder Muster in Daten erkennt. In der Automobilindustrie arbeitet man an selbstfahrenden Autos, die auf KI basieren. Und wie funktioniert das mit den selbstfahrenden Autos? Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich kompliziert ist, ein Auto ohne Fahrer sicher zu bewegen. Absolut. Es ist sehr komplex. Die Autos nutzen Sensoren und Kameras, um die Umgebung wahrzunehmen. Die KI verarbeitet diese Informationen und trifft Entscheidungen, wie zum Beispiel, wann gebremst oder beschleunigt werden soll. Das klingt, als wäre KI sehr nützlich. Gibt es aber auch Herausforderungen oder Risiken, die mit künstlicher Intelligenz verbunden sind? Ja, eine der größten Herausforderungen ist die Sicherheit. Man muss sicherstellen, dass KI-Systeme zuverlässig und sicher arbeiten. Außerdem gibt es ethische Fragen, wie zum Beispiel den Umgang mit persönlichen Daten oder die Verantwortung bei Fehlern. Das sind wichtige Punkte. Ich habe auch gehört, dass manche Menschen Angst haben, dass KI ihre Jobs ersetzen könnte. Ist diese Sorge berechtigt? Das ist ein viel diskutiertes Thema. KI kann bestimmte Aufgaben schneller und effizienter erledigen als Menschen. Dadurch könnten einige Jobs gefährdet sein. Gleichzeitig entstehen aber auch neue Berufe und Aufgabenfelder, die es vorher nicht gab. Es ist also wichtig, sich weiterzubilden und flexibel zu bleiben. Gibt es noch andere Bereiche, in denen KI in der Zukunft eine große Rolle spielen könnte? Sicher, KI wird wahrscheinlich in der Bildung, im Handel und in der Landwirtschaft immer wichtiger. Sie kann zum Beispiel helfen, Lernprozesse zu personalisieren oder Ernten zu optimieren. Spannend. Es scheint, als ob KI viele Möglichkeiten bietet, aber auch Verantwortung mit sich bringt. Es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Auf jeden Fall. Indem wir über KI sprechen und verstehen, wie sie funktioniert, können wir besser einschätzen, welche Chancen und Herausforderungen sie mit sich bringt. So können wir die Zukunft aktiv mitgestalten.
Nachdem wir über KI gesprochen haben, denke ich darüber nach, wie wir im Alltag oft Vor- und Nachteile abwägen müssen. Zum Beispiel, wenn wir entscheiden, ob wir ein neues Gerät kaufen. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Neue Technologien können unseren Alltag erleichtern, aber sie bringen auch Unsicherheiten oder Bedenken mit sich. Denk nur an Smartphones und die Frage, wie viel Zeit wir damit verbringen. Stimmt, viele Menschen genießen die Vorteile wie schnelle Kommunikation oder das Navigieren, aber es gibt auch Sorgen über Datensicherheit und die ständige Erreichbarkeit. Richtig. Einige machen sich Sorgen, dass ihre persönlichen Daten nicht sicher sind oder dass sie im Alltag zu viel Zeit online verbringen und dadurch den Kontakt zur Realität verlieren. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden. Vielleicht hilft es, bewusste Pausen einzulegen und den Umgang mit Technik kritisch zu reflektieren, um die Vorteile zu nutzen, ohne die Nachteile zu übersehen. Ja, das gilt auch für soziale Medien. Sie lassen uns mit Freunden in Kontakt bleiben, aber gleichzeitig kann der Druck entstehen, immer perfekt sein zu müssen oder sich mit anderen zu vergleichen. Oft vergessen wir, dass das, was wir online sehen, nicht immer die Realität widerspiegelt. Es hilft, sich daran zu erinnern und sich nicht zu sehr davon beeinflussen zu lassen. Ein weiterer Bereich, der oft diskutiert wird, ist Online-Shopping. Es ist bequem und spart Zeit, aber es kann auch zu Impulskäufen führen oder lokale Geschäfte benachteiligen. Da ist es hilfreich, bewusster einzukaufen und sich zu fragen, ob man das Produkt wirklich braucht oder ob es nur aus einer Laune heraus bestellt wird. Genau, manchmal ist es sinnvoller, lokal einzukaufen und die Gemeinschaft zu unterstützen. Das bringt zwar nicht immer die Bequemlichkeit des Online-Shoppings, aber oft ein besseres Gefühl der Verbundenheit. Ein anderes Thema ist die Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Die moderne Technologie ermöglicht Homeoffice, was viele Vorteile bietet, aber auch Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen lässt. Hier ist es wichtig, klare Regeln zu setzen, um eine gesunde Work-Life-Balance zu bewahren. Pausen und feste Arbeitszeiten können helfen, Stress zu reduzieren. Es scheint, dass viele unserer alltäglichen Sorgen mit der Frage zu tun haben, wie wir Technik sinnvoll nutzen, ohne uns davon beherrschen zu lassen. Absolut. Durch bewusstes Handeln und Reflektieren können wir die Vorteile genießen und die Sorgen in Grenzen halten. Letztlich geht es darum, Technologie als Werkzeug zu sehen, das uns dient, und nicht umgekehrt. Das ist ein guter Punkt. Indem wir bewusst Entscheidungen treffen, können wir besser mit den Herausforderungen umgehen und die positiven Aspekte unseres modernen Alltags stärker hervorheben. Welche Strategien nutzt ihr, um im Alltag die Vorteile der Technologie zu genießen und gleichzeitig die Nachteile wie Stress und Datensicherheit zu minimieren? Wenn ich über unsere Gespräche nachdenke, fällt mir auf, wie oft ich in meinem Leben Entscheidungen treffen musste, die sowohl Vor- als auch Nachteile hatten. Zum Beispiel, als ich das erste Mal ein Smartphone gekauft habe. Das kenne ich gut. Der erste Kauf eines Smartphones war für mich auch eine große Entscheidung.
Ich war begeistert von den neuen Möglichkeiten, aber gleichzeitig hatte ich Bedenken, ob ich zu viel Zeit damit verbringen würde. Genau, ich habe damals viel Zeit darauf verwendet, die besten Apps zu finden, aber ich habe auch gemerkt, dass ich oft abgelenkt war und mich nicht mehr so gut konzentrieren konnte wie vorher. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hilft, bewusste Zeiten ohne Smartphone einzuplanen. Zum Beispiel lasse ich es beim Essen oder beim Spazierengehen zu Hause, um den Moment voll zu genießen. Das ist ein guter Tipp. Ich versuche auch, solche Pausen einzulegen, um mehr im Hier und Jetzt zu sein. Es hat mir geholfen, die kleinen Dinge im Leben wieder mehr zu schätzen. Ein anderes Beispiel aus meinem Alltag ist die Nutzung von sozialen Medien. Am Anfang war ich fast süchtig danach, aber mittlerweile versuche ich, bewusster damit umzugehen. Das verstehe ich. Ich habe gemerkt, dass ich mich oft mit anderen verglichen habe, was nicht immer gut für mein Selbstbewusstsein war. Deswegen folge ich jetzt nur noch Accounts, die mir gut tun. Eine ähnliche Entscheidung musste ich beim Online-Shopping treffen. Anfangs war es aufregend, alles mit einem Klick zu kaufen. Aber ich habe schnell gemerkt, dass es mein Budget belastet hat. Ja, das kenne ich. Ich habe angefangen, mir vor jedem Kauf die Frage zu stellen, ob ich das wirklich brauche oder ob es nur eine spontane Entscheidung ist. Das ist ein kluger Ansatz. Bei mir hat es auch geholfen, eine Liste zu führen und erst nach einer Woche zu entscheiden, ob ich das Produkt wirklich noch möchte. Ein weiteres Thema, das ich aus eigener Erfahrung kenne, ist die Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Besonders im Homeoffice ist es manchmal schwierig, klare Grenzen zu ziehen. Das stimmt. Ich habe mir feste Arbeitszeiten gesetzt und versuche, nach Feierabend den Computer auszuschalten und mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Ich finde es wichtig, nach der Arbeit Zeit für Hobbys und Freunde zu haben. Das hilft mir, den Kopf frei zu bekommen und neue Energie zu tanken. Es ist interessant zu sehen, wie unsere persönlichen Erfahrungen oft die gleichen Themen berühren, die wir allgemein besprochen haben. Es zeigt, dass wir alle ähnliche Herausforderungen haben, aber unterschiedliche Wege finden, damit umzugehen. Ja, und ich denke, es ist wichtig, über solche Erfahrungen zu sprechen und voneinander zu lernen. So können wir besser mit den Herausforderungen unseres modernen Alltags umgehen und die positiven Aspekte mehr genießen. Wie geht ihr mit der Balance zwischen Smartphone-Nutzung und der bewussten Zeit im Alltag um? Während wir über unsere persönlichen Erfahrungen gesprochen haben, habe ich mich gefragt, wie künstliche Intelligenz unser Leben in Zukunft beeinflussen könnte. Ich sehe schon jetzt viele Veränderungen. Stimmt. KI wird immer präsenter, von Sprachassistenten bis zu intelligenten Haushaltsgeräten. Vieles wird automatisiert. Das kann den Alltag erleichtern, aber es bringt auch neue Herausforderungen. Ja, ich denke an die Arbeitswelt. Viele Menschen haben Angst, dass Maschinen ihre Jobs übernehmen. Aber es gibt auch Chancen, neue Berufe entstehen und alte Aufgaben verändern sich. Genau. Ich habe gelesen, dass KI uns helfen kann, effizienter zu arbeiten. Sie kann Routineaufgaben übernehmen, sodass wir mehr Zeit für kreative Tätigkeiten haben.
Das klingt vielversprechend, aber es ist wichtig, dass wir uns weiterbilden, um mit den neuen Technologien Schritt zu halten. Lebenslanges Lernen wird immer wichtiger. Da stimme ich zu. Wir müssen offen für Veränderungen sein und uns anpassen. So können wir die Vorteile der KI nutzen, ohne die Kontrolle zu verlieren. Ein weiterer Aspekt ist die Medizin. KI kann bei der Diagnose von Krankheiten unterstützen und Behandlungen verbessern. Das könnte die Gesundheitsversorgung erheblich verändern. Ja, das ist eine spannende Entwicklung. Aber auch hier müssen wir sicherstellen, dass der Mensch im Mittelpunkt bleibt und die Technik verantwortungsvoll eingesetzt wird. Ich mache mir auch Gedanken über den Datenschutz. KI sammelt viele Daten und wir müssen darauf achten, dass diese sicher und anonym bleiben. Das ist ein wichtiger Punkt. Transparenz und klare Regeln sind notwendig, um das Vertrauen der Menschen in die Technik zu stärken. Die ethischen Fragen sind auch nicht zu unterschätzen. Wie entscheiden Maschinen in kritischen Situationen? Das sind komplexe Themen, die wir diskutieren müssen. Absolut. Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft diese Fragen klären und gemeinsam Lösungen finden. Nur so können wir die Zukunft mit KI positiv gestalten. Ich finde es spannend, wie sich unser tägliches Leben durch KI weiterentwickeln wird. Es gibt viele Möglichkeiten, aber auch Verantwortung, die wir tragen müssen. Ja, die Zukunft mit KI birgt große Chancen, aber wir müssen bewusst und informiert mit den Veränderungen umgehen. Nur so können wir das Beste daraus machen. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Wir hoffen, unser Podcast hat euch inspiriert und neue Perspektiven auf die Zukunft mit KI eröffnet. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar mit euren Gedanken zu Veränderung und Verantwortung. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und uns ein Like zu geben, wenn euch die Folge gefallen hat. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns darauf, euch bei der nächsten Staffel wieder begrüßen zu dürfen. Der Nachteil. Jede Entscheidung hat oft einen Nachteil. Ein Nachteil zeigt sich manchmal erst später. Die Ablenkung. Ein Smartphone ist häufig eine starke Ablenkung. Diese Ablenkung erschwert konzentriertes Arbeiten. Das Selbstbewusstsein. Soziale Medien können das Selbstbewusstsein beeinflussen. Ein stabiles Selbstbewusstsein hilft beim Vergleichen mit anderen. Die Balance. Die Balance zwischen Arbeit und Freizeit ist wichtig. Diese Balance zu halten, ist im Alltag nicht immer leicht. Die Verantwortung. Mit neuer Technik wächst auch die Verantwortung. Verantwortung bedeutet, bewusst mit Möglichkeiten umzugehen.